Hallo Frau Siomos, Hallo. wir sind jetzt wie viele Monate nach Ihrer Gesichts-OP? Oh Gott, wenn ich richtig gerechnet habe, sind es 5. 5 Monate. Ja. Ich habe ein paar Fragen dazu. Ja. Die erste wäre, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie sich operieren lassen wollten? Ja gut, meine Gesichtszüge waren noch markant männlich. Vor allen Dingen der Kieferbereich war sehr eckig, Breite. quadratisch, kantig. Die Stirn war auch embossed sozusagen, also stand noch hervor. Und ja, es hat nichts genützt. Ich wollte es mir schön reden, so nach dem Motto, hey, das geht noch und ich habe eigentlich keine Schmerzen damit und so weiter. Aber im Endeffekt bin ich doch sehr froh, die OP gemacht zu haben. Mhm. Und warum sind Sie dafür zu mir gekommen? Sie sind einfach eine sehr renommierte Adresse. Mir ist es immer wichtig, bei so schwerwiegenden Operationen zu einem Arzt zu gehen, der viel Erfahrung vorweisen kann. Und das ist ja bei Ihnen definitiv der Fall. Wenn ich es richtig verstehe, haben Sie Ihre eigene Klinik sozusagen, in der Sie nur Gesichtsoperationen machen, Ja. Gesichtsfeminisierung und das schon seit Jahrzehnten. Ja, 10 Jahre ungefähr. Gute Okay. 10 Jahre. Ja, und das ist für mich immer das allerwichtigste Kriterium. Und deswegen bin ich zu Ihnen Und gekommen. was hat die OP Ihnen gebracht? Auf jeden Fall merke ich, wenn ich in den Spiegel gucke, ich liebe dieses Gesicht, was ich da sehe. Das war vorher nicht der Fall. Ich fühle mich einfach jeden Tag hübsch. Ganz nebenbei werde ich nicht mehr als Transgender wahrgenommen. Das war vorher, muss man sagen, nicht der Fall. Und ja, das sind einfach diese kleinen Sachen, die man im Alltag immer wieder erlebt und sieht. Und das hat mich einfach wesentlich glücklicher gemacht. Schön, das zu hören. Können Sie was erzählen über die Heilung? Wie lange hat es gedauert? Wie schmerzhaft war es? Also das Positive auf jeden Fall, dass ich kaum Schmerzen gespürt habe nach der Operation. Da haben die schmerzlindernden Medikamente, glaube ich, gut gewirkt. Auch generell im Heilungsverlauf kaum Schmerzen gehabt. Zunächst mal in den ersten 2 bis 3 Wochen war Schwellung da. Da musste man halt durch und warten, bis es abschwillt. Aber danach ist es merklich besser geworden. Das Einzige, was ich allerdings schon mehrere Monate später hatte, war, wenn ich es richtig verstehe, meinem rechten oberen Kaumuskel bisschen Schmerzen. Das hat sich vor allem dann gezeigt, wenn ich nachts an einer Seite immer geschlafen habe, also auf diesem Kaumuskel drauf. Dann habe ich mal für einige Zeit auf der anderen Seite geschlafen und dann hat sich es langsam von alleine gelegt. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ich vermute mal, das hängt mit der Operation zusammen, aber das waren so die einzigen Beschwerden. Ja, wir haben die Kaumuskeln auch erheblich ausgedünnt. Ne? Ja. Sie sind dann auch, ich glaube, eine volle Woche bei uns im Gästehaus verblieben? Ja, genau, volle Woche. Wie war das? Es war sehr angenehm. Man hat dort so eine Atmosphäre, da fühlt man sich gar nicht wie in einer Klinik, sondern wirklich familiär. Die Petra, die dort arbeitet, das ist auch eine ganz, ganz, ganz nette, eine super herzallerliebste Person und die hat auch liebend gern für uns gekocht und wir haben auch Spieleabende gehabt mit den anderen Patientinnen dort. Und auch sonst war es eine sehr bereichernde Erfahrung, eben auch noch weitere Menschen dort kennenzulernen, was die für Vorgeschichten haben, was die dazu
gebracht hat, Gesichtsfeminisierung zu machen oder eben auch Körperfeminisierung, sind ja auch einige dort gewesen. Also war auf jeden Fall, mal abgesehen davon, dass es sehr angenehm war, auch eine bereichernde Erfahrung. Okay. Wenn Sie sich selber, so wie Sie waren, vor der OP noch einen Rat geben könnten, hätten Sie einen und was würde das sein? Ich habe das Vorgespräch, das war jetzt vergangenes Jahr im August, glaube ich, hier gehabt. Und da war ich noch ein bisschen zögerlich. Im Nachhinein sage ich natürlich, Mensch, hättest du es einfach mal früher gemacht. Ja. Also im Endeffekt habe ich gesagt, man lebt nur dieses Leben und ich weiß nicht, zu viel Zögern führt im Endeffekt nur zu Regrets, ne, zu Bedauern, und bin ich schon froh, das gemacht zu haben, und ich freue mich einfach. Also in diesem Wege nochmal vielen Dank. Gerne gemacht. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns, mal Kontakt aufnehmen möchte über E-Mail, wäre das in Ordnung für Sie? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das also ist kann mir liebend gerne alles fragen, ich stehe da gerne Auskunft zur Verfügung, ja. fantastisch. Vielen Dank für das Interview. Danke auch.